Ich heiße Helen Carter. Ich bin 59 Jahre alt. Ich lebe allein in meinem kleinen Haus in Brighton. Mein Mann ist vor 8 Jahren gestorben. Ich habe nur einen Sohn. Er heißt Adam. Adam ist vor vielen Jahren nach Kanada gegangen. Jetzt lebt er dort mit seiner Frau Julia und 2 Kindern. Er hat ein gutes Leben. Er hat ein großes Haus und einen guten Job. Er ist glücklich. Aber ich lebe hier allein. Jeden Tag wache ich früh auf. Ich putze das Haus, ich koche Essen für mich selbst. Am Abend sitze ich allein. Niemand kommt, um mich zu besuchen. Adam ruft mich nicht oft an. Manchmal schickt er mir Geld. Manchmal sagt er, »Mama, ich komme bald.« Aber er kommt nie. Trotzdem warte ich auf ihn. Ich liebe ihn sehr. Er ist mein Sohn. Ich behalte seine alten Fotos in meinem Zimmer. Ich schaue sie mir jeden Tag an. Eines Tages klopfte jemand an meine Tür. Ich öffnete die Tür. Es war Adam. Ich war sehr überrascht. Ich sagte, »Adam, du bist wirklich gekommen?« Er lächelte. Er sah glücklich aus. Ich umarmte ihn. Meine Augen waren voller Tränen. Er kam hinein. Ich machte Tee für ihn. Wir setzten uns und sprachen miteinander. Ich fragte, »Wie geht es Julia? Wie geht es den Kindern?« Er sagte, »Allen geht es gut.« Dann fragte ich, »Warum bist du gekommen?« Er sagte, »Ich habe dich vermisst, Mama. Du lebst hier allein. Ich mache mir Sorgen um dich.« »Ich möchte dich mit nach Kanada nehmen.« Ich schwieg. Er sah mich an und sagte, »Du wirst älter. Es ist nicht sicher hier. Du solltest mit mir kommen. Du wirst dort glücklich sein.« Ich sagte langsam, »Aber das ist mein Zuhause. Ich wurde hier geboren. Ich habe hier geheiratet. Dein Vater hat hier gelebt. Ich kann dieses Haus nicht verlassen.« Adam wurde ernst. Er sagte, »Dieses Haus ist sehr alt. Es ist nicht gut für dich. In Kanada wirst du alles haben. Du wirst dein eigenes Zimmer haben. Du kannst die Kinder jeden Tag sehen. Auch Julia möchte, dass du kommst.« In dieser Nacht saß ich allein und dachte nach. Was soll ich tun? Ich wollte nicht weggehen, aber Adam war mein einziger Sohn. Am nächsten Morgen sagte Adam, »Mama, wir sollten dieses Haus verkaufen. Du brauchst es nicht mehr. Du wirst mit uns leben. Du kannst das Geld für dein neues Leben benutzen.« Ich dachte, vielleicht liebt er mich wirklich. Also sagte ich, ja. Ich verkaufte mein Haus. Adam nahm das ganze Geld. Ich packte meine Tasche. Wir gingen zusammen zum Flughafen. Ich war traurig, aber auch glücklich. Ich dachte, jetzt werde ich bei meinem Sohn sein. Am Flughafen sagte Adam, »Mama, warte hier. Ich hole einen Rollstuhl. Der Weg ist zu lang. Du kannst nicht so weit laufen. Ich bin in 5 Minuten zurück.« Ich sagte, »Okay.« Ich setzte mich auf einen Stuhl. 10 Minuten vergingen. Adam kam nicht zurück. Ich dachte, vielleicht ist die Schlange lang. Ich wartete. 30 Minuten vergingen. Er kam immer noch nicht. Ich bekam Angst. Ich schaute immer wieder zur großen Tür, aber Adam war weg. Nun waren 45 Minuten vergangen.
Ich saß immer noch dort. Ich schaute in jedes Gesicht, aber keins war das meines Sohnes. Ich sagte zu mir selbst, Adam kann mich nicht verlassen. Er ist mein Sohn. 1 Stunde verging. Mein Herz fing an, schnell zu schlagen. In diesem Moment sah mich ein Polizist. Er ging auf mich zu und sagte, »Ma'am, warten Sie auf jemanden?« Ich sagte, »Ja, auf meinen Sohn. Er bringt einen Rollstuhl für mich. Wir fliegen nach Kanada.« Der Polizist fragte, »Haben Sie ein Foto von ihm?« Ich nahm Adams Foto aus meiner Tasche. Ich zeigte auch mein Ticket. Der Polizist nickte. Er sagte, »Bitte warten Sie hier. Ich werde drinnen nachsehen.« Ich sagte, »Danke.« Ich wartete wieder. Nach einer langen Zeit kam der Polizist zurück. Sein Gesicht war ernst. Er setzte sich neben mich. Er sagte leise, »Ma'am, es tut mir leid. Ihr Sohn ist ins Flugzeug eingestiegen. Er ist gegangen. Das Flugzeug ist bereits gestartet. Er hat keinen Rollstuhl geholt. Er ist allein gegangen.« Ich erstarrte. Mein Herz hörte einen Moment lang auf zu schlagen. Ich sagte sehr langsam, »Nein, das ist nicht wahr. Mein Sohn Adam liebt mich. Er hat gesagt, er nimmt mich mit.« Der Polizist sagte, »Ich habe alles gesehen. Er gab seinen Pass ab und ging allein ins Flugzeug.« Tränen füllten meine Augen. Mein Herz zerbrach. Ich weinte und weinte. Die Augen des Polizisten wurden auch nass. Er sagte, »Manche Menschen vergessen ihr Herz.« Ich flüsterte, »Mein Name ist Helen Carter.« Der Polizist sagte, »Ich heiße Mark Miller. Ich bin Polizist hier. Sie erinnern mich an meine Mutter. Sie ist vor 5 Jahren gestorben. Wenn ich sie ansehe, erinnere ich mich an sie.« Dann sagte er, »Bitte kommen Sie mit mir. Sie können nicht hier sitzen. Sie werden krank. Kommen Sie zu mir nach Hause. Meine Frau ist freundlich. Sie wird für Sie kochen.« Ich sagte, »Aber ich möchte Ihnen keine Umstände machen.« Er lächelte und sagte, »Es ist keine Mühe. Es ist Liebe. Sie sind wie ein Segen für mich.« Mark rief seine Frau Julia an. Er sagte am Telefon, »Ich habe eine alte Frau am Flughafen gefunden. Sie ist ganz allein. Ihr Sohn hat sie zurückgelassen.« »Kann sie bei uns bleiben?« Ich konnte Julias Stimme hören. Sie sagte, »Ja, bitte bring sie mit.« An diesem Abend blieb ich im Haus von Mark. Julia brachte mir Essen. Sie sprach mit mir wie eine Tochter. Ich weinte in meinem Zimmer. Ich vermisste Adam, ich vermisste mein Haus. Aber diese Fremden gaben mir Liebe. Am nächsten Morgen erhielt Mark einen Anruf. Er ging in ein anderes Zimmer. Er sprach mit leiser Stimme. Später kam er zu mir. Ich fragte, »Ist alles in Ordnung?« Er lächelte und sagte, »Ja, alles ist gut.« Aber ich sah Schmerz in seinen Augen. Was ich nicht wusste, war Folgendes. Der Flug, den Adam genommen hatte, war abgestürzt. Es gab keine Überlebenden. Adam war nicht mehr am Leben. Aber Mark sagte es mir nicht. Er wusste, dass ich meinen Sohn immer noch liebte. Auch nach allem, was er getan hatte, betete ich noch für ihn. Ich hoffte immer noch, dass er eines Tages zurückkommen würde. Die Tage vergingen langsam. Ich blieb bei Mark und Julia. Mark kümmerte sich um alles. Er half mir zum Arzt zu gehen. Er kaufte meine Medikamente. Er behandelte mich wie seine Mutter. Seine Frau Julia gab mir Respekt. Ihr Zuhause wurde mein Zuhause. Ihre Familie wurde meine Familie. Ich betete nur. Ich betete für Adams Seele. Ich betete für die Kinder, die er zurückgelassen hatte.
Ich betete, dass keine Mutter fühlen muss, was ich am Flughafen fühlte. Eines Tages fragte Mark: »Denkst du manchmal daran, in dieses alte Haus zurückzugehen?« Ich sah ihn an und sagte: »Ich habe dieses Haus verloren, aber ich habe hier ein neues Zuhause gefunden. Adam war gegangen, aber ich bekam den Sohn, den ich wirklich verdient habe. Ich bin dankbar